Hallo da draußen und willkommen zum neuen Hobby-Vlog. Heute dreht sich alles um das Thema Kings of War. Ich habe mir jetzt nach einer ganzen Weile doch die dritte Edition geholt. Wie ihr hier seht, ich habe das Regelbuch mir gekauft, und zwar gleich die dicke Variante. Das komplette Buch inklusive Fluff und auch schon zu sehen im Hintergrund die Box, und zwar die 2-Spieler Starterbox, auf die werde ich dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Wieso habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir das Spiel zu kaufen? Ganz einfach, die dritte Edition war ausschlaggebend. Ich habe schon länger damit geliebäugelt, habe aber aufgrund fehlenden Hintergrunds und auch fehlender Spieler die ersten beiden Editionen ausgelassen. Und jetzt aber mit der dritten Edition, die im Oktober 2019 erschienen ist, habe ich mir dann gesagt, okay, ich gebe dem Spiel mal eine Chance, ich schaue es mir an. Habe bisher ein einziges Testspiel gemacht und ich muss sagen, gefällt mir richtig gut. Und werde im Zuge dessen jetzt eine richtige Kings of War Armee aufbauen. Also ich habe beim ersten Spiel andere Figuren verwendet und jetzt werde ich mit den Figuren von Mantic loslegen. Also was habe ich mir jetzt gekauft für den Anfang? Ich habe mir, wie schon vorhin gesagt, dieses Regelbuch hier gekauft. Das ist das dicke Regelbuch. Das beinhaltet eigentlich alles, was man zum Spielen braucht. Ist auch recht dick, wie man sieht. Und zwar, man hat hier eigentlich die kompletten Regeln drinnen, von eigentlich hier bis dann genau bis hier. Das ist quasi der Regelteil, den man bekommt. Dann der Rest ist eigentlich dann Hintergrund, dieser ganze Teil dazwischen, bis man dann hier im hinteren Teil des Buches dann zu den Armeelisten kommt, und das finde ich extrem cool. Man hat eigentlich alle Armeelisten hier dann im Buch, die man zum Spielen benötigt. Keine extra Bücher mehr, die man sich kaufen muss, sondern alles im Buch, im Regelbuch drinnen. Schon ziemlich cool und ist auch für den Preis also recht gut. Recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gefällt mir extrem gut. Und für mich irgendwie klar, wenn ich so ein Spiel anfange, will ich immer das komplette Regelbuch haben und deswegen auch dieses gleich mir gekauft. Und im Zuge dessen habe ich mir dann auch noch die Kings of War dritte Edition 2-Spieler Starterbox geholt, Shadow in the North. Und zwar einfach aus dem Grund, ich habe mir die Einheiten angeschaut, die Armeen, die Mantic aktuell anbietet, und habe da für mich gesehen, recht schnell auch festgestellt, wenn ich eine Armee anfange, Kings of War, dann wird es eine der neueren Fraktionen sein. Und wir haben da sowohl die Northern Alliance als auch die Nightstalker recht gut gefallen, von Anfang an. Von den ersten Infos, die man dann gesehen hat, die ersten Bilder. Und daher ist die Entscheidung dann recht schnell gefallen. Und wieso ich mir die auch noch gekauft habe, war der Grund dafür ist einfach, dass in dieser 2-Spieler Starterbox auch noch ein Regelbuch drinnen ist. Und zwar das Player Handbook oder das Player Regelbuch quasi, das Spielerbuch. Das ist das gleiche von den Regeln her wie das dicke, enthält den kompletten Regelumfang hier, diese ersten Seiten. Der ist komplett identisch, nur mit dem Unterschied, dass das Buch eben Softcover ist. Dieses hier ist ja ein Hardcover-Buch, aber im Endeffekt dieser ganze vordere Teil hier ist auch komplett gleich, ist in beiden Büchern derselbe. Und nur halt dann in weiterer Folge die ganzen Farbseiten mit den Armeevorstellungen und dieser ganze Background-Teil, der ist natürlich in dieser 2-Spieler Starterbox-Variante nicht drinnen. Und dann hier der hintere Teil
mit den Armeelisten ist im Buch, das in der Zweispieler-Starterbox enthalten ist, auch drinnen. Inklusive also diese ganzen Armee-Einträge, das ist alles dabei. Nur was eben nicht dabei ist, um auch ein bisschen Seiten wieder einzusparen, sind dann diese Farbseiten mit den bemalten Figuren. Ansonsten sind die beiden Bücher aber identisch. Ich kann euch das Buch aktuell nicht zeigen, weil das habe ich hergeliehen. Das befindet sich bei einem Clubkollegen. Hoffentlich fängt er das Spiel auch an. Mal schauen, Figuren hätte er, die er für Kings of War verwenden kann. Und ja, also wie geht es bei mir jetzt weiter? Ich werde aus der Zweispieler-Starterbox jetzt mal die Northern Alliance mir hernehmen und anfangen. Und das wird meine zweite Armee, also meine Armee dann sein für Kings of War. Was ich dann mit den Nightstalkern hier mache, weiß ich noch nicht. Eventuell als zweite Armee zu einem späteren Zeitpunkt. Und hier, man sieht es schon auf der linken Seite, dass hier auch ein Regelbuch drinnen ist. Und von den Figuren her, also das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich extrem gut für das, was die Box kostet. Man hat hier auf beiden Seiten eigentlich 44 Figuren, mit denen man schon eine recht gute Box zusammenbekommt. Also eine recht gute Anfangsarmee zusammenbekommt, nicht Box, sondern man hat eben jeweils einen Helden drinnen. Dann im Endeffekt 40 mal Standardinfanteristen. Das ist eigentlich in beiden Fällen hier wie auch hier immer das gleiche, also das sind die gleichen Modelle, die sich nur jeweils in zwei Varianten zusammenbauen lassen. Also hier im Endeffekt hat man die Clansmen bei der Northern Alliance, die man dann auch wahlweise als eine andere Einheit zusammenbauen kann. Da hat man dann zwei Möglichkeiten, hat auch sehr viele, also ein paar Möglichkeiten, sich dementsprechend auch zu überlegen, wie man die Armee aufbauen möchte. Ich werde mit dem Thema gehen, also ich habe mich dazu entschieden, das Ganze wie für Kings of War üblich auf Multibases zu packen und dementsprechend auch mit dem in Richtung des Minimal Model Counts zu gehen, das heißt nicht die kompletten, wenn man hier zum Beispiel schaut, sieht 20 Figuren in einem Regiment, dann muss man die nicht haben, sondern ich glaube 15 Modelle sind so quasi dieser Minimal Model Count ja vorgegeben ist. Ob man sich daran halten muss oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und das gibt mir eben die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich kann mir von diesem zweiten Trupp hier dann eben einen Trupp einmal zusammenbauen mit 10 Figuren, beziehungsweise 8 in dem Fall, die halt dann als Trupp zählt, und habe dann noch immer 30 Figuren übrig. Damit kann ich dann, oder 32 Figuren, und damit kann ich dann 2 Regimenter dann zusammenbauen, um dann gleich mal ein bisschen mehr zu haben an unterschiedlichen Einheiten oder an mehr Möglichkeiten. Daneben sind noch die 3 Schneetrolle, glaube ich, sind das enthalten, und ein Held oder eine Heldin in dem Fall. Das wird einmal so mein Anfang sein und werde dann schauen, wie ich das dann später erweitere. Möglicherweise werden dann weitere Schneetrolle kommen, zu einem späteren Zeitpunkt, zumindest über der 1000 Punkte Grenze, und für die 1000 Punkte wahrscheinlich werde ich mir dann eine Box der Kavallerie holen, dieser schweren Kavallerie, und noch die von Vanguard, die Heldenbox oder Zusatzbox, wie auch immer die heißt, wo dann unter anderem diese Eismagierin und so weiter drin ist, um auf mehr Helden zu kommen. Das wäre so mal der Grundplan für die ersten 1000 Punkte. Und wie gesagt, für den Nightstalker muss ich mir noch schauen oder noch überlegen, vielleicht als zweite Armee zu einem späteren Zeitpunkt, werde ich jetzt aber mal soweit dann auslassen oder mal weglassen und dann zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff nehmen. Also wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe mir das Spiel jetzt einmal schon angeschaut, also ein Testspiel gemacht, gefällt mir extrem gut, vor allem diese Möglichkeit mit den Regimentsbases oder Multibasen, dass man nicht einzelne Modelle auf Bases stellt und diese dann wegnimmt. Das macht auch auf dem Spielfeld eigentlich über das komplette Spiel hinweg doch recht viel aus.
Und ja, ich werde in nächster Zeit mal anfangen, die Figuren zusammenzubauen. Und eventuell werde ich den Fortschritt, den Aufbau der Armee dann auch in Videoform dokumentieren. Und eine Sache, die vielleicht noch ganz interessant sein könnte, und zwar die meisten von euch, die Kings of War schon spielen und die Box kennen, wissen es wahrscheinlich eh schon. Aber falls hier jemand sich das Video ansieht, der Kings of War anfangen möchte, für die Northern Alliance sind in den Gussrahmen für die Infanteriemodelle noch Schneefüchse drinnen. Die kann man wahlweise zusammenbauen, also auch verwenden als Aufrüstung für die Charaktere. Aber es sind, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Stück drinnen. Und damit lässt sich dann ein eigener Schwarm, also ein eigener Trupp aufbauen. Und damit bekommt man eine weitere Einheit, die hier gar nicht erwähnt wird. Also weder in den Beschreibungen hier oben noch abgebildet ist. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es sind pro Seite 44 Modelle drin. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, okay, wir haben hier 2x10 Modelle und hier 20, haben wir die 40, dann die 3 Schneetrolle und die Heldin. Das heißt, diese Schneefüchse sind dementsprechend als kleiner Zusatz dabei. Also so viel noch als Info, was doch recht interessant ist, weil die kann man doch recht gut einsetzen, denke ich mir mal, um Sachen abzuschirmen, um den Gegner umzulenken oder ähnliches. Also in meinen aktuellen 1000 Punkten, beziehungsweise jetzt auch beim Zusammenbau der Starterbox, sind die als eigener Trupp fest eingeplant bei mir. Das soll es dann auch schon mal gewesen sein mit diesem Video für heute. Lasst mir bitte gerne einen Kommentar da, was ihr von Kings of War haltet. Spielt ihr selbst oder habt ihr vor, es anzufangen in nächster Zeit? Welche Armeen spielt ihr? Und gerne auch Tipps in Bezug auf meinen weiteren Armeeaufbau. Was für Einheiten vielleicht gut sind, was ich mir holen soll. Ich habe schon ein bisschen herumgeschaut wegen den Mega Army Deals. Diese Mega Army Boxen sind doch extrem gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Und da werde ich mir für die Northern Alliance möglicherweise in den nächsten Monaten auch noch eine Box holen, um dann weiter eben auszubauen. So viel für das heutige Video. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und auch gerne hier liked und kommentiert im Video. Ich würde gerne hören, was ihr von Kings of War haltet, wie ich vorher schon gesagt habe. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.